Akira! Akira! Die Definition der 80er-Filme. Nicht nur in Japan, sondern auch auf der ganzen Welt. Der Anime kam zu einer Zeit raus, als die kreativen Köpfe dieser Welt angefangen haben, mit Filmen zu experimentieren. Und Akira war eben das Ergebnis davon. In den USA war es die Zeit der innovativen Filme und neuartiger Musik. In Japan gab es in den 80ern den wirtschaftlichen Durchbruch. Dementsprechend wollte Japan auch in der Filmindustrie mitmischen. So entstand Akira, der Anime, der die heutige Zeichentrick-Filmindustrie so dermaßen beeinflusst hat. (1988) gab es den Dritten Weltkrieg und Tokio wurde vollständig vernichtet. 30 Jahre später wurde Tokio wieder aufgebaut und in Neo-Tokio umgetauft. Die Stadt wird nun von Chaos, Korruption und von Biker-Gangs unsicher gemacht. Bevor ich hier weitermache, möchte ich eine klitzekleine Spoilerwarnung aussprechen. Ich werde die Zusammenfassung kurz halten, also müsst ihr euch dennoch keine Sorgen machen und dieses Video anschauen, falls ihr den Film noch nicht angeschaut habt. Auf jeden Fall gehört Akira zum Cyberpunk-Genre und wenn ihr mein letztes Video angeschaut habt, wisst ihr, wie Neo-Tokio ungefähr aussieht. Eines Tages trifft eine Biker-Gang auf ein Kind, das von dem Militär verfolgt wird, weil es übernatürliche Kräfte besitzt. Einer von der Biker-Gang namens Tetsuo wird schwer verletzt und von dem Militär mitgenommen. Es stellt sich heraus, dass Tetsuo auch besondere Kräfte besitzt. Tetsuo verliert den Verstand und fängt an, Neo-Tokio zu verwüsten. Als er von jemandem namens Akira erfährt, dessen Kräfte noch stärker sein sollten als die von ihm selber, will er ihn ausfindig machen. Schließlich findet er ihn, aber es stellt sich heraus, dass Akira in der Form nicht mehr existiert. Es kommt zu einem epischen Showdown zwischen Tetsuo, dem Militär und einem alten Freund von Tetsuo namens Kaneda. Am Ende verliert Tetsuo die Kontrolle über seine Kräfte und verwandelt sich in einen riesigen Blob oder so. Er explodiert und damit wird Neo-Tokio erneut zerstört. Der einzige, der Schlimmeres verhindern konnte, war Akira. Aber was genau macht den Film so revolutionär? Der Film ist aus einem Zusammenschluss vieler Animationsfirmen entstanden und hat dementsprechend mehr gekostet. 8 bis 11 Millionen Yen, umgerechnet sind es heute nur 75.000 Euro, aber zu der Zeit war es mehr Geld als heute und im Vergleich zu den anderen Anime, die erschienen sind, war es ein Blockbuster mit einem riesigen Budget. Genauer gesagt war es der teuerste Anime, der zu dem Zeitpunkt überhaupt produziert wurde. Die meisten Anime, die gemacht werden, werden mit 12 Bildern in der Sekunde gezeichnet. Anschließend wird jeder Frame verdoppelt und ein wenig verschoben, sodass es aussieht, als wäre es trotzdem ein flüssiges Bild. Ist es aber in Wirklichkeit nicht, aber genau das verleiht den Anime, die wir heute kennen, ihren besonderen Stil. Bei Akira war das anders. Dieser wurde nämlich mit 24 Bildern in der Sekunde gezeichnet und mit einer Spiellänge von ca. 2 Stunden sind es umgerechnet 170.000 Bilder, die von Hand gezeichnet wurden. So entstand ein Zeichentrickfilm, der sogar den damaligen Qualitätsanforderungen von Disney entsprach. Das Genre Cyberpunk ist ja schon dafür bekannt, tiefgründig zu sein und sich mit den Fragen des Universums zu beschäftigen. Bei Akira war das nicht anders. Aber zu dem Zeitpunkt waren Anime weder besonders tiefgründig, noch hatten sie keinen besonderen Bezug zu erwachsenen Zuschauern. Akira hat da sozusagen ein neues Kapitel aufgeschlagen. Und welches philosophische Thema eignet sich für einen so spektakulären Neuanfang? Die Antwort ist Gott. Es wird im Film eventuell nicht so klar, aber wenn man sich die einzelnen Filmelemente analysiert, wird es deutlich, was der Film wirklich aussagen will. Fangen wir bei Neo-Tokio an. Das alte Tokio wurde im sinnlosen Krieg zerstört und das neue Tokio wird durch machthungrige Konzerne vernichtet. In dieser Stadt gehört Töten und Stehlen zum Alltag. Neue Religionen stehen und verrückte Sektenmitglieder, Zigeunern, in der Stadt herum. Kommt euch das nicht alles bekannt vor? Die 10 Gebote. Du darfst nicht töten, stehlen oder andere Götter neben dir haben. Das ist nur ein Bruchteil davon, was in Neo-Tokio passiert. Wisst ihr, was der Turmbau von Babel ist? Diese biblische Geschichte beschreibt die Menschen, die einen gigantischen Turm errichten wollten,
um an Gott heranzukommen, damit sie ihm gleichgestellt werden. Als die Menschen bereits einige Jahre damit verbracht haben, den Turm zu bauen, wurde dieser von Gott zerstört und mit ihm unzählige Menschen leben. Tetsuos Geschichte ist hier gar nicht so abwegig. Er bekommt übernatürliche Kräfte, wird übermütig und fängt an zu denken, er sei Gott. Er will dem mächtigsten Wesen überhaupt begegnen und mit ihm auf der gleichen Stufe stehen zu können. Dieses Wesen ist Akira. Am Ende wird Tetsuo in den Tod gerissen. Akira wird hier aber nicht als typischer Gott wie Morgan Freeman beschrieben, sondern als pure Energie. Humans were once like monkeys, right? And before that, like reptiles and fish. And even before that, plankton and amoebas. Even little creatures like those have incredible amounts of energy inside them. Oh, yes, sir. Oh, it's in the genes, right? And even before that, maybe there was genetic material in the air and water. Even in the particles of dust in space. And if that's the truth, then what sort of memories are hidden within them? The beginning of the universe, or maybe even before that? And what if everyone shares those ancient memories? What if there were some mistakes in the progression? Then something goes wrong, like an amoeba is suddenly given the higher powers that a human has. Akira is an amoeba then? Amoebas don't build their own houses and bridges, do they? They just devour all the food they can find around them. Is that what Tetsuo's doing? Are you saying he has that kind of energy? Diese kosmische Energie umgibt uns und war schon seit mehreren Milliarden von Jahren da. Akira ist also im Prinzip nicht Gott, sondern die Energie, die uns umgibt. Akira ist also nicht einfach ein Film über einen Jungen mit Superkräften, sondern beschäftigt sich mit der Frage unserer Existenz. Was sind wir? Wer ist Gott? Was ist der Sinn unseres Lebens? Diese Sachen werden im Film zwar nicht beantwortet für euch, sondern regen euch zum Nachdenken an. Dieser Anime ist kurz gesagt ein kultiges Meisterwerk, vom Drehbuch bis zum Release. Ich kenne viele Leute, die sagen, dass Anime immer gleich ist. 14-jährige Mädchen mit übergroßen Titten und Jungs, die aussehen, als würden sie sich jeden Tag Steroide in den Arsch spritzen. Ich kann euch versichern, dieser Anime ist anders. Wenn ihr also keine Ahnung von Anime habt, würde ich euch diesen Film auf jeden Fall empfehlen. Habt ihr den Film angeschaut und was denkt ihr über ihn? Ist er wirklich so tiefgründig oder habe ich nur Bullshit erzählt? Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Außerdem könnt ihr mein letztes Video über Cyberpunk anschauen, da erzähle ich euch das ganze Genre und wie es entstanden ist. Bis zum nächsten Mal und haut rein!